She-Ra war nie nur ein Spin-off von He-Man. She was a kinder, gentler, more feminine hero. Für viele war sie von Anfang an etwas Eigenes. In den 80ern war sie tatsächlich eine sehr, sehr progressive Figur. Doch was She-Ra ausmacht, dass sie eben wirklich ein bisschen komplexer gedacht ist. Das erlebt jeder Fan auf seine eigene Weise. However, girls are different now. We became empowered. Eine mutige Rebellin, eine Prinzessin mit Herz, ein Vorbild, das Hoffnung und Stärke geschenkt hat. Weil da eine andere emotionale Bindung einfach entsteht. Kinder binden sich da anders emotional. It empowers them, but in a beautiful way. Manche kämpfen innerlich bis heute für die Rebellion. Wenn ich so eine She-Ra-Figur in der Hand habe, da geht mir ein Stück weit das Herz auf. Andere haben längst ihr Herz an die wilde Horde verloren. Dieses knallige Signalrot ist schon ein cooles Design. Und genau diese Gegensätze stehen heute im Mittelpunkt. Ich glaube, diese Erinnerung, die man da mitnimmt, die ist einfach priceless, die ist unbezahlbar. In dieser Folge treffen wir Menschen, die sich klar positioniert haben. Für eine Seite, für eine Figur, für ein Gefühl. Allgemein gültige Themen, die einen ein Leben lang immer wieder begleiten. Wie kam es dazu? Indem man eben etwas findet, womit die Leute mitwachsen können. Was war ihr erster Berührungspunkt mit She-Ra? Und warum begleitet sie diese Heldin bis heute? Ob im Regal, auf Conventions oder im eigenen Herzen. She-Ra war nie nur ein Spin-off von He-Man. Sie ist eine Heldin, die tatsächlich als Rebellin gegen eine Übermacht kämpft. I was surprised that they finally married her with Masters. Mit She-Ra wurde das Masters-Universum für viele plötzlich interessant. Which is odd to me because it's like two worlds coming together that don't mix. Das heißt, sie hat einen ganz anderes Standing. Auch für Menschen, die vorher wenig damit anfangen konnten. All true. All true. But I saw the beginning, the birth of it, because I saw where it came from. And it came from Masters. Eine Heldin, die anders war. Sanfter, klüger und trotzdem unglaublich stark. Ich bin zum ersten Mal 1986 mit She-Ra in Kontakt gekommen, als die Toyline bei uns rausgekommen ist. Für Bernhard begann alles in den 80ern. Ich durfte als Kind keine Puppen haben. Da war mein Vater strikt dagegen, dass Jungs mit Puppen spielen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser She-Ra gekommen bin, ob ich die geschenkt bekam oder selber gekauft habe vom Taschengeld oder so. Das weiß ich nicht mehr wie. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich diese She-Ra hatte und auch ein Werbeheft. Und ich kann mich sehr gut erinnern als Kind, wie ich damals mit einer Mädchen aus der Nachbarschaft auf der Bank gesessen bin am Spielplatz und wir uns da dieses Werbeheft durchgeblättert haben. Und da war ich damals schon, das hat mir unheimlich gut gefallen. Ein Blick ins Werbeheft und plötzlich war sie da. Adora. Die Schwester von He-Man, die Heldin mit dem Zauberschwert. Ich habe ja den Filmation-Cartoon auf Englisch gesehen, auf Sky Channel bei Fun Factory, das war so ein Kinderprogramm. Samstagmorgen lief das immer in den 80ern bis in die 90er hinein. Und eines Tages schaue ich wieder, da kam zuerst He-Man, dann war immer Werbung, das war reine Spielzeugwerbung, alles auf Englisch. Und dann kam She-Ra. Und auf einmal steht da die Adora vor Castle Grayskull und ich denke mir, was ist das? Also man wurde gar nicht vorbereitet, dass da jetzt auf einmal quasi einen weiblichen He-Man gibt. Dieser Moment ließ ihn nie wieder los. Heute widmet Bernhard sich mit großer Leidenschaft seiner Sammlung. Jede Figur, jedes Accessoire erzählt für ihn eine Geschichte. Mir als Sammler ist halt schon wichtig, wie man in Mannheim sagt, dass man kein Krustel daheim hat. Ja? Also als Sammler sollte man schon Figuren kaufen, die sammelwürdig sind. Das bedeutet für mich, dass das Zubehör dabei ist, soweit, und dass es nicht kaputt ist. Also auch an eine 40 Jahre Actionfigur habe ich den Anspruch, dass das funktioniert. Ja? Und ich hatte eine She-Ra, also von der allerersten Wave, da hat ewig das Schild gefehlt. Nur das goldene Schild.
Und ich habe jahrelang eBay beobachtet, bis ich irgendwann mal nur das Schild bekommen habe. Und das habe ich meine, das darf mir keiner erzählen, wie viel ich ausgegeben habe dafür. Aber mir war es wichtig, das muss her. Sonst ist es für mich nicht vollständig. Also diesen Anspruch habe ich. Ein gewisser Perfektionismus muss schon sein. Die Sammlung, die man hat, die Figuren, die man hat, das muss man mit Leben erfüllen. Weil dann hat man was, an dem man sich täglich erfreuen kann. Und das ist meine Auffassung von Sammeln. Deswegen habe ich das alles. Für ihn ist She-Ra eine Nische. Aber gerade das macht sie so besonders. Ich meine, man darf sich ja nicht zu ernst nehmen im Leben. Das ist ein großer Fehler, den viele machen. Ja, man nimmt sich zu ernst. Ich kann zum Beispiel auf eine Netflix-Serie schauen und dann mache ich gleichzeitig der Angela die Haare. Das passiert. Und das ist natürlich auch ein bisschen tappisch, keine Frage. Aber wie gesagt, man braucht ein bisschen an Humor im Leben und ein bisschen Selbstkritik und man darf sich nicht zu ernst nehmen. Auf jeden Fall. Und wenn die Leute sagen, was, du bist 50 und du schaust gar nicht so aus, dann sage ich, mein Jungbrunnen ist He-Man und She-Ra. Das ist genau das, warum ich jung ausschaue. Weil ich im Kopf 12 bin. Eine Heldin, die geblieben ist. Eine Quelle für Fantasie, Erinnerung und neue Energie. Wenn man bedenkt, 40 Jahre She-Ra, 40 Jahre Horde, fühlt man sich erstmal unglaublich alt. Ich werde nie vergessen, ich hatte am Tag meiner Einschulung einen Grizzler in meiner Schultüte. Martin schlägt ein ganz anderes Kapitel auf. Also die Horde ist vom Design her cool. Das ist einfach ein geniales Design. Dieses Fledermaus, dieses knallige Signalrot. Das ist schon ein cooles Design. Schon als Kind hat ihn nicht die Heldin fasziniert, sondern die Gegenseite. Die wilde Horde. She-Ra hat mich nie wirklich interessiert. Ich hatte halt als Kind die Actionfiguren. Den Cartoon habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, weil es für mich nie ein Thema war. Ich hatte mal irgendwann von einem Bekannten eins der Hörspiele bekommen und fand die so grausam. Als dann Catra meinte, die essen Kuchen ohne mich, ich wäre total stinkig. Und dann hat sie ihr Schwert zu irgendwas benutzt, um jemanden abzutrocknen, wie einen Föhn. Und da war ich raus. Und damals war ja Hordak eine normale Actionfigur, hatte noch nichts mit She-Ra zu tun. Dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit dieser Figur. Fand das Design großartig, fand die Farbgebung großartig. Das ganze Horde-Design ist genial. Und so bin ich ein Fan der Horde geworden. Für manche Fans ist sie bis heute sogar spannender als Skeletors Truppen. Düster, militärisch, eigenwillig. Also der Unterschied zwischen der Horde und Skeletors Trümmertruppe ist riesig. Hordak ist ein militärischer Führer, fast schon Diktator, der seine Befehle von einer Hand aus einer Wolke bekommt. Und der eine Armee hinter sich hat mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Schiffen. Und Skeletor ist irgendeine Rebellentruppe mit strunzdoofen Henchmen. Martin sammelt nicht nur Figuren, sondern auch echte Stücke Geschichte. Ich habe mit Spielzeugen angefangen und habe die nach und nach halt verkauft. Ich hatte Vintage Masters, ich hatte Mask, habe halt alles nach und nach verkauft, um halt den Platz zu haben, um halt die dann doch selteneren Props zu haben. Er besitzt auch ein originales Hordak-Kostüm aus den 80ern. Ein Highlight seiner Sammlung. Das sind Teile eines Original-Promotion-Kostüms aus den 80ern, die ich durch Zufall in einem Kostümverleihladen in England gefunden habe, der einen Webshop hatte, der geschlossen wurde, und die haben die Sachen verkauft. Und es wurde tatsächlich über eBay angeboten, zumindest die Teile, war aber relativ schlechter Zustand, neu bemalt worden, weil es dort jahrelang als Deko im Schaufenster oder an der Tür gestanden hatte. Und der Besitzer hat es wohl auf einer seiner USA-Einkaufsreisen irgendwo gesehen und da gekauft. Und von dem habe ich es dann übernommen, wollte eigentlich eine Büste draus machen, fand das aber dann so genial, dass ich es komplett restauriert habe und halt aufgebaut habe wie die alte Actionfigur. Doch wofür wurde dieses Kostüm damals überhaupt hergestellt? Soweit ich weiß, waren das Touren, die durch die Malls in den USA gezogen sind. Primär natürlich mit einem Toys R Us, wo halt Masters verkauft wurde. Und es wurden auch nicht nur diese Kostüme rumgeschickt, es gab eine ganze Show in einer Art Grayskull-Nachbau. Gibt es, wie gesagt, gute Videos im Internet, wo halt die Toys vorgestellt wurden mit einer kleinen interaktiven Show. In Martins Augen ist Hordak nicht nur ein Bösewicht, sondern das stärkere Konzept. Naja, ohne Hordak gäbe es keine She-Ra.
Da gibt es nur Adora, weil gegen wen sollst du sonst kämpfen? 2 Fans, 2 Blickwinkel. Rebellion oder Horde. Hinter all dem steckt ein Prinzip, das so alt ist wie das Geschichtenerzählen selbst. Das Spiel von Gut und Böse. If you're going to be a hero and you're going to be a good guy, you cannot be that without a bad guy. What did they do? Smart. They give her a nemesis. And now she becomes powerful. Now she becomes a superhero. Eine Heldin ist immer nur so stark wie der Bösewicht, gegen den sie kämpft. Und genau darin liegt die Faszination. Auch bei She-Ra. The hero is only as good as the villain is bad. Für die einen ist sie die mutige Rebellin, für die anderen ist es die finstere Macht der Horde, die den Reiz ausmacht. Because now she has a story. Now she has a nemesis and a story. It's all good. Before she was a fashion doll. And that's what she was. A pretty fantasy fashion doll. And that's how I felt about her forever. But now, who knows? Right? Manche sammeln, andere bauen. Und für einige beginnt die Faszination erst dann, wenn She-Ra und die Horde zum Leben erwachen. Und wer jetzt eben sagt, Malen ist vielleicht nicht so mein Ding, aber schneidern kann ich viel besser. Ich bin handwerklich an der Stelle gut. Oder ich wollte schon immer mal mit Metall und Plastik arbeiten und wirklich eine Rüstung bauen und so weiter. Ist natürlich das Cosplay. Es ist auch ein wahnsinniger Hingucker-Effekt. Das heißt, in dem Moment, wo du dieses Ding anziehst und damit rausgehst, stehst du im Rampenlicht. Du drückst damit die Bewunderung für diese Figur aus. Auch wenn es eine Schurkenfigur vielleicht mal ist. Ich baue gerade an einem Horde-Trooper im Filmation-Stil und der ist halt komplett nur von Cartoon-Bildern entstanden. Cosplay ist längst mehr als ein Hobby. Es ist Ausdruck, Handwerk und Community. Ich habe einen guten Freund, der ist Spielzeugdesigner und der hat mir aufgrund von Bildern aus dem Cartoon eine 3D-Datei, eine Figur erschaffen, die dann im 3D-Druckverfahren erstellt wurde. Und somit hatte ich wieder ein 3D-Modell, was ich von allen Seiten angucken konnte, um zu sehen, wie geht es, wie bewegt es sich, wie könnte es sich bewegen, wie kann ich das machen. Die Schwierigkeit ist halt, ein solches Kostüm einem seinen Körper anzupassen und es noch so aussehen zu lassen wie in der Serie. Warum jemand das macht, also es ist natürlich auch wieder eine Form von künstlerischem Ausdruck der Liebe zu dieser Brand. Warum malt ein Künstler ein Bild von She-Ra? Warum baut jemand eine Custom-Figur, ne? Also eine eigengestaltete Figur? Aus Liebe zu der Brand und um da was Eigenes draus zu machen und was Eigenes mit reinzubringen, die eigene Fantasie wieder auszuleben, die eigene Kreativität zu kanalisieren. Man trifft sich auf Conventions, tauscht sich aus und ist unter Gleichgesinnten. Weil man selber begeistert ist von dieser Figur, von diesem Franchise, von diesem Universum, in das man da eintaucht sozusagen. Und dann trifft man quasi in dem Kostüm, lockt man ja quasi auch die Leute an, die das Gleiche mögen. Nach Martins Blick auf die Horde darf die Rebellion nicht fehlen. Darf ich vorstellen? Cass. Als Cosplayer sind wir einfach nur Nerds, die das Gleiche mögen und uns verkleiden. Das ist es ja eigentlich. Schon als Kind war She-Ra ihre Heldin. Ein fester Bestandteil der Samstagmorgen-Cartoons. Zum ersten Mal habe ich She-Ra natürlich mitbekommen im Wochenendmorgenprogramm. Samstag früh, Sonntag früh als Kind. Weil das war einfach ein Ritual. Sonntagmorgens früh aufstehen, Cartoons anmachen. Da lief He-Man, da lief She-Ra. Ich bin damit aufgewachsen. Und ihre Faszination ist geblieben. Ich hatte keine Figuren damals, deswegen hat es mich auch echt gefreut, dass ich jetzt im Erwachsenenalter das noch nachholen konnte. Und jetzt habe ich so ein paar Masters of the Universe-Figuren. Ich glaube, die Faszination ist damals die gleiche wie heute, weil She-Ra eine der damals ersten weiblichen Superheldinnen war. Tatsächlich, also ist es nicht klassisch Superheld, aber trotzdem war sie für mich so diese Powerfrau, diese starke Frau, die eben diese Heldentaten begeht, die diese tollen Abenteuer erlebt. Und ich glaube, das ist es bis heute geblieben. Sie ist ja einfach eine Ikone. Heute erfüllt sie sich einen Kindheitstraum. Mit viel Liebe zum Detail baut sie sich ihr eigenes She-Ra-Kostüm. Tatsächlich ist She-Ra für mich schon immer eine Kindheitsheldin gewesen, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ich glaube, mit dem Jubiläum dieses Jahr, mit dem 40 Jahre She-Ra-Jubiläum, hat man so als Cosplayer nochmal so einen kleinen Stups, so einen Anschubs, mal was umzusetzen, was man schon immer machen wollte. Und dann kommt so ein Jubiläum um die Ecke und denkt sich, ja, warum habe ich es nicht schon immer gemacht? Für Cass ist Cosplay nicht Verkleidung, sondern Ausdruck.
Eine Möglichkeit, Begeisterung sichtbar zu machen und andere zu inspirieren, ebenfalls in ihre Rolle zu finden. Ich glaube, das kann Menschen, die wirklich von Herzen Fans sind, wirklich in dem Moment, in diesem, sag ich mal, zeitlichen Raum von vielleicht diesem Tag auf der Convention, kann man echt sagen, das kann den Menschen alles bedeuten. Wir lassen uns darauf ein und wir glauben das für diesen Moment. Für diesen Moment glauben wir an den Weihnachtsmann, an den Osterhasen, an She-Ra, an He-Man und an jede andere übernatürliche Figur. Weil wir das entscheiden und weil wir das so wollen. Da ist die Bewunderung, da ist die Begeisterung, das Leuchten in den Augen, weil man eben auch, boah, wie lange habe ich denn diese Figur nicht gesehen, so quasi. Ne? Also auch so ein Wiedersehen von alten Freunden sozusagen findet da statt. Es ist immer da und es ist diese Konstanz, ist das, was das Schöne ist. Seit 40 Jahren, glaube ich, ist es immer da. Weil ich glaube, ich war echt noch nie auf einer größeren Convention oder Popkulturveranstaltung, wo mir nicht mindestens 1 oder 2 Masters of the Universe Cosplayer irgendwie begegnet sind. Und das ist gekommen, um zu bleiben, sage ich mal. Auch wieder, du ziehst dieses Kostüm an und du bist nicht mehr du, sondern du hast die Möglichkeit, jetzt diese Heldenfigur zu sein. Für eine begrenzte Zeit natürlich, für diese Convention, Comicbörse, wo auch immer du jetzt damit hingehst. Selten laufen die Leute einfach so durch die Fußgängerzone. So, aber in diesem Rahmen, der da gegeben ist, bist du das jetzt. Und das ist auch wie beim Theater der stillschweigende Vertrag zwischen Akteuren und Publikum. Es kommt keiner auf der Comic-Con zu dir und sagt, du bist gar nicht Catra. Das absolute Highlight wird sein, auf der Toyplosion mit dem fertigen Kostüm einmal dort aufzutreten, weil dort ja auch die Menschen sind, die das wirklich sofort erkennen und wertschätzen werden. Und also das ist jetzt natürlich meine Hoffnung, aber ich glaube, dass das Feedback natürlich dann da schon ein anderes sein wird, dass man sagt, okay, da kann man ganz vielen Menschen einen tollen Tag quasi bereiten, indem man mit dem Cosplay da unterwegs ist. Ich glaube, diese Erinnerung, die man da mitnimmt, die ist einfach priceless, die ist unbezahlbar. Wir haben Menschen getroffen, die She-Ra nicht nur sammeln, sondern etwas ganz Persönliches mit ihr verbinden. Jeder auf seine Weise. Und spätestens jetzt ist klar, She-Ra ist weit mehr als nur Spielzeug. Weißt du, wie ich schon mal sagte, man darf sich selber nicht so ernst nehmen. Man muss Freude haben am Leben und mit den Dingen, um die man sich umgibt. Und da ist es egal, ob ich jetzt die Beingummis von Vintage-Figuren mit der Zange neu mache oder ob ich da Angela die Haare mache. Das ist für mich eins. In Episode 4 wird es laut, lebendig und emotional. Wir nehmen euch mit zur Toyplosion, auf die Bühne, in die Ausstellung, mitten rein ins Herz der Community. Dort feiern wir 40 Jahre She-Ra. Mit Figuren, Panels, Kostümen und einer Weltpremiere, die alles zusammenführt. This looks like it has a chance to become more badass, you know?